Arbeit. Mein Name ist Till Giesecke, ich bin der Inhaber der Firma Wittelshofen und Eigentümer dieses Grundstückes. Ich wende mich mit dieser Durchsage an die Personen auf meinem Firmengelände. Ich fordere alle unberechtigten Personen hiermit auf, mein Gelände sofort zu verlassen. Sollten Sie mein Grundstück nicht verlassen, werde ich Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten. Wuppertal, Anfang Januar 2022. Etwa 6 Kilometer westlich von Wuppertal betreibt die Firma Oetelshofen seit 1900 einen Kalksteinbruch. Dabei bleibt jede Menge Erdreich über, für dessen Lagerung eine neue Halde entstehen soll. Dazu will Oetelshofen einen Teil des angrenzenden Osterholzer Waldes roden. Über 5 Hektar des teilweise 130 Jahre alten Mischwaldes sollen dafür zerstört werden. Circa 1500 Buchen und Eichen blicken ihrem Tod entgegen. Zudem beheimatet der Wald einige bedrohte Tierarten sowie die vom Bundesnaturschutzgesetz geschützten Feuersalamander. Weiterhin bestätigt ein Bericht des Deutschen Wetterdienstes, wie wichtig der kühlende Effekt des Osterholz auf das Mikroklima in Wuppertal ist. Hingegen beschleunigen trockene, unbegrünte Flächen wie der Steinbruch die bereits auf 1,4 Grad vorangeschrittene Erhitzung in Wuppertal. Doch im Wald regt sich Widerstand. Neben Mahnwachen und Waldspaziergängen gibt es seit 2019 eine Waldbesetzung. Um die 20 Menschen leben in Baumhäusern in dem bedrohten Waldabschnitt. Seit 2,5 Jahren besetzen hier Menschen den Wald. Menschen leben hier in den Bäumen. Menschen haben hier über die letzten Jahre eine unglaublich schöne, solidarische Gemeinschaft aufgebaut, die natürlich eigentlich dafür da ist, um diesen Wald zu schützen. Seit einigen Wochen kommen immer wieder Polizeistreifen in den Wald, um die Lage zu erkunden. Die AktivistInnen sind angespannt, die winterliche Kälte nagt an ihnen und jede Nacht fürchten sie, dass am nächsten Morgen die Räumung droht. Um 4 Uhr nachts fahren die ersten Mannschaftswagen der Polizei im Norden in den Wald. Später erzählt uns eine Aktivistin, dass sich zur gleichen Zeit mehrere Trupps der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, kurz BFE, von Süden zu Fuß in den Wald geschlichen haben. Sie schalteten ihre Taschenlampen erst ein, als alle Baumhäuser umstellt waren. Währenddessen sichert ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei die Waldgrenze und umliegende Straßen. Da sich alle AktivistInnen in Baumhäusern außer Reichweite der Polizei befinden, beginnt die BFE damit, die bodennahen Strukturen zu durchsuchen und Beweismaterial zu sichern. Mit Leitern klettern sie in die niedrigen Hütten und entfernen Planen und Banner, um die Strukturen einsehbar zu machen. Vom Waldrand ruft die Mahnwache der Bürgerinitiative den BesetzerInnen Mut zu, die sogleich aus allen Baumhäusern antworten. Im Morgengrauen rollen 2 Kettenbagger aus dem Steinbruch in den Wald. Mühelos reißen die Maschinen die Barrikaden nieder und räumen den Waldweg frei. Doch wenige 100 Meter weiter
blockiert die Mahnwache an einer Weggabelung die Weiterfahrt des Baggers. Nachdem die Bereitschaftspolizei die stehenden Teilnehmenden zurückdrängt, übernimmt die BFE die Räumung der Sitzblockade. Ich bleib sitzen, ich wehre mich nicht. Perfekt, dann stehen wir gemeinsam auf, ja? Auf 3. 1, 2 und 3. Da müssen wir körperlichen Zwang anwenden. Binnen weniger Minuten sind die 17 Menschen weggetragen. Zu Festnahmen kommt es nicht. Jetzt kann der Bagger in den Wald eindringen und sich eine Schneise zur Waldbesetzung bahnen. Im Weg stehende Bäume werden gefällt und beiseite geräumt. Nun bringen Traktoren tonnenweise Schotter. Eine behelfsmäßige Straße wird gebaut. Über diese sollen später Fahrzeuge und Hebebühnen in die Besetzung fahren können, um die Räumung zu unterstützen. Es wird eben schon viel drumherum gebaut, also an die Kieswege. Es werden Bauzäune aufgebaut von der Polizei überall. Ja, und nach meinem Wissen sind die Menschen an sich noch oben auf den Bäumen und rechnen aber damit eben sehr bald geräumt zu werden. Erst zum Mittag kommt die technische Einsatzeinheit der Polizei in den Wald. Diese Einheit der Bereitschaftspolizei unterstützt zum Beispiel mit Boots- und Tauchtechnik oder mit technischen Fahrzeugen wie Wasserwerfer und Räumpanzer. Doch spätestens seit den Protesten im Hambacher Forst gehört auch ein geschultes Kletterteam dazu. Vor Ort verschafft sich die technische Einheit zunächst einen Überblick. Dann beginnt die Räumung des ersten Menschen. Da die AktivistInnen keinen Widerstand leisten, kann sich der Polizist ohne Probleme mit dem Menschen zusammen abseilen und die Person an die Bereitschaftspolizei übergeben. Wenn AktivistInnen nicht freiwillig ihre Personalien angeben, kann die Polizei sie bis zu 7 Tage in einer Gefangenensammelstelle zur Identitätsfeststellung einsperren. Die erste Person wurde jetzt gerade hier rausgezogen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Person mindestens eine Woche festgehalten. Dafür, dass diese Person meint, dass vielleicht dieser Wald stehen bleiben sollte mit unglaublich vielen Buchen, Eichen, Ilex und wir sehen hier ständig Rehe, Dachse, Marder. Hier ist ein riesen Ökosystem. Es ist ein unglaublich gesundes, schönes Ökosystem, was hier seit Jahrzehnten, Jahrhunderten besteht. Und jetzt soll es platt gemacht werden. Zum Ende des ersten Einsatztages werden weitere Personen von der Polizei teils unter Schmerzensschreien abgeführt. Am Morgen des zweiten Tages sind bereits große Teile des Waldrandes zerstört.
Damit Oetelshofen auch den restlichen Wald roden kann, versucht die Klettereinheit der Polizei weiter die AktivistInnen aus den Bäumen zu holen. Um eine Person von dem zwischen zwei Bäumen gespannten Seil zu räumen, klettern die PolizistInnen die angrenzenden Bäume hoch. Mit einem zusätzlichen, von der Polizei angebrachten Seil kann der Mensch langsam zu Boden abgeseilt werden. Unter ermutigenden Zurufen der anderen AktivistInnen wird der Mensch am Boden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da die anderen BewohnerInnen des Baumhauses zuvor in die Baumkronen kletterten, wird das Baumhaus nun von der Polizei durchsucht und anschließend zerstört. Laut Polizeisprecher sei die Taktik, den AktivistInnen die schutzbietenden Strukturen zu nehmen, damit sie in der kalten Nacht von alleine aus den Bäumen kommen. Auch beim größten Baumhaus wird diese Taktik angewandt. Während die technische Einheit mühselig die Bäume hinaufklettert, bewegen sich die AktivistInnen flink im Geäst und begeben sich außer Reichweite der Polizei. Da die Baumhäuser zum Schutz der Bäume nicht mit Nägeln oder Schrauben, sondern lediglich mit Seilen befestigt sind, kann die Polizei die Befestigung ohne großen Aufwand lösen. Kurze Zeit später fährt ein Hubsteiger über die frisch angelegte Schotterstraße in den Wald, um die letzte Person aus dem südlichen Teil des Waldes zu räumen. Da sich diese in einem Baumhaus in über 30 Meter Höhe befindet, kann sie nicht von der Klettereinheit geräumt werden. Mit der Hebebühne wird die Person aus dem Baumhaus geholt und zu Boden gebracht. Dort wird sie von der Bereitschaftspolizei in Gewahrsam genommen und aus dem Wald gefahren. Nun ist der südliche Teil des Waldes komplett geräumt und Oetelshofen kann ungehindert die Bäume fällen, um hier zukünftig den Schutt des angrenzenden Steinbruchs aufzutürmen. Da die Polizei nach Sonnenuntergang nicht mehr kletternd das Baumhaus abreißen darf, beschließt Till Iseke, der Geschäftsführer Oetelshofens, den Baum samt Baumhaus mit Bagger und Kettensäge fällen zu lassen. Während der Bagger langsam anrollt, erzählt der Geschäftsführer, er sei froh, dass es nun vorbei ist. Doch habe er sich gewünscht, dass man im Diskurs eine Alternative gefunden hätte. Wer, wenn nicht der Geschäftsführer Oetelshofens und der Eigentümer des Waldes, hätte einen alternativen, eventuell weniger umweltzerstörerischen Weg gehen können? Möglichkeiten in BürgerInnengesprächen oder am runden Tisch mit PolitikerInnen hätte es genug gegeben. Doch jetzt ist es zu spät. Der alte Mischwald ist unwiderruflich zerstört. Wieder einmal musste es soweit kommen, dass sich junge Menschen gezwungen sehen, für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Wir alle wissen doch, in Zeiten der eskalierenden Klimakrise sollte es selbstverständlich sein, jedes noch so kleine Stückchen Natur zu beschützen. Wieder einmal schützt die Politik lieber Konzerninteressen und setzt unser aller Zukunft aufs Spiel. Der Wille wird auf jeden Fall immer bleiben, ja, um diese Natur zu schützen.